Hallo Freunde, die heutige Geschichte handelt von einem Jungen, der gezwungen war, jeden Tag durch die Straßen zu wandern und gegen die Umstände zu kämpfen, um zu überleben und buchstäblich nicht an Hunger zu sterben. Die Geschichte eines Menschen, der bis zum letzten Moment an seinen Traum glaubte und Schritt für Schritt seinem Ziel entgegengehend, war der junge Mann Barry Hardy gerade 15 Jahre alt, als ihn das Leben eine weitere schlechte Nachricht überbrachte. Der Junge lebte bereits ohne Eltern, an seiner Erziehung beteiligte sich seine Tante, die Barry nach dem Unfall von Barrys Mutter heiratete. Innerlich liebte ich meine Tante, wie er später selbst erzählte, auch wenn ich mich manchmal wie ein Idiot benahm. Ich war erst 12 Jahre alt, als ich zur Schwester meiner Mutter kam. Natürlich habe ich nicht zugehört, ich wollte nicht lernen, das passiert oft, besonders wenn man satt und angezogen in der Wärme des Zuhauses ist. Alles änderte sich im Frühjahr 2002, als Tante Amy starb. Zu diesem Zeitpunkt stellte sich Barrys Leben auf den Kopf. Es ist nicht sicher, was oder wie es passiert ist, aber Tatsache bleibt, dass der Junge gegangen ist. Gemeinsam mit der 9. Klasse, mit Lesefähigkeiten auf dem Niveau eines 8-jährigen Jungen, musste er auf die Straße ziehen. Da verstand er, was es bedeutet, ein Erwachsener zu sein, wenn man einfach nirgendwo hingehen kann und niemand etwas schuldet außer sich selbst. Nahrung musste buchstäblich durch Kampf beschafft werden. Er wurde Stammkunde der Mülltonnen in Restaurants, die seine einzige Rettung waren. Darüber hinaus glaubte der obdachlose Junge, dass er den Rest seines Lebens auf der Straße verbringen würde, was nicht jeden neuen Tag mit sich brachte. Nicht gut, ich konnte meinen Namen kaum buchstabieren. Er wisse später nicht einmal, wie er es schreiben solle, sagte Hardy. Aber dann wurde mir klar, dass ich, obwohl ich in eine überproportional erfolgreiche Familie hineingeboren wurde, ohne Vater aufwuchs. Es hat mich nicht davon abgehalten, gut zu lernen. Und so flog er Tag für Tag, nichts änderte sich in seinem Leben. Mit der Zeit ließ sich der junge Mann unter der Brücke nieder. Er war so verzweifelt, dass er den es bereits überwunden hatte, indem er ein täglicher Wanderer war, der abends auf einer Pappmatte einschlief und sich an das warme Haus im Gesicht seiner Mutter und seiner Tante erinnerte. Es war mehrere Monate her, seit er auf der Straße war. Der Winter nahte, die Abende wurden kälter und nachts drang der Frost bis auf die Knochen. Barry beschloss, unter der Brücke eine kleine Kabine aus handgefertigtem Material aufzubauen, und da er kein Werkzeug hatte, begann er zu improvisieren. Es gelang ihm bald, eine Unterkunft zu finden. Gleichzeitig erkannte er, dass der Prozess des Bauens sehr spannend ist und begann ihn sogar zu mögen. Obwohl er praktisch keine Ausbildung hatte, war er von der Arbeit, dem Schaffen und dem Bauen so fasziniert, dass er mit der Zeit eine echte Leidenschaft entwickelte. Er träumte davon, die Zeit anderer Menschen zu reparieren und Arbeiten auszuführen, die selbst Experten in kalten Nächten nicht immer erledigen konnten. Er war froh, dass er stundenlang darüber nachdachte, wie und was er reparieren oder bauen könnte. Er hatte nichts weiter als die Überzeugung, dass, wenn er macht, was er liebt, er wird nicht nur Erfolg haben, sondern auch großen Nutzen für die Menschen bringen. Erst als Barry auf einer lauten Autobahn stand, sah er auf jeder davon 1000 Autos vorbeifahren. Menschen, die es eilig haben, ihr Geschäft, ihr Zuhause und ihre Arbeit zu erledigen. Das Leben verging so schnell, dass der junge Mann sich bereits am nächsten Tag dazu entschloss, Bauunternehmer zu werden, ohne die Angelegenheit auf unbestimmte Zeit aufzuschieben, und begann, mit ihm nach Vorstellungsgesprächen zu suchen, aber sie brachten keine Ergebnisse. Alle Unternehmen brauchten qualifizierte Fachkräfte und taten dies nicht. Von zu Hause aus knüpfte er nur schwach Kontakte, gab seine Versuche jedoch nicht auf und war immer noch voller Ideen und Eifer. Obwohl alles hoffnungslos schien, lächelte dem Wanderer endlich das Glück zu. Eine Baufirma in einer nahegelegenen Stadt warb Handwerker an. Hardy versuchte sofort, dort einen Job zu finden. Überraschenderweise hatte er Glück, bekam einen Job als Assistent und das Schicksal bescherte ihm auch einen hervorragenden Chef, der nach einer Weile erkannte, dass Barry ein echtes Talent war. Ach ja, dieses Treffen wird übrigens dem Firmenchef selbst helfen, der auf eigene Gefahr und Gefahr Arbeit für obdachlose Jungen vermittelt hat. Also begann Barry als Assistent bei einer örtlichen Baufirma in Louisiana zu arbeiten. Ein Chef namens Mike hatte Mitleid mit dem Jungen, nahm ihn unter seine Fittiche und half ihm auf jede erdenkliche Weise. Barry war ein guter Arbeiter ohne Vorbehalte, erledigte alle Aufgaben, ging vor allen anderen zur Arbeit und ging als letzter, blieb oft bei der Arbeit. In der Nacht. Nach 2 Jahren befahl ihm der Direktor, das gesamte Bauteam zu leiten, was für den jungen Mann ein großer Erfolg war.
Schließlich gelang es ihm, eine anständige Wohnung zu mieten, bald gelang es ihm sogar, ein Mädchen kennenzulernen, das er ein Jahr später heiratete, und bald darauf brachte seine Frau eine wunderschöne Tochter zur Welt. Jetzt war Barry völlig klar, dass er seine Familie ernähren musste, was bedeutete, dass er mehr verdienen musste. Er wollte nicht bei dem Erreichten stehen bleiben, er wollte sich weiterentwickeln. In einer anderen Richtung hatte er viele Ideen für die zweite Seite. Der Regisseur verstand auch, dass der Junge jetzt große Ambitionen hat. Außerdem überreichte er ihm einen Satz teurer Werkzeuge und wünschte ihm Glück, denn Barry Hardy erinnerte sich an das Meer. Ich habe es nie gesehen, aber ich habe immer davon geträumt, es in meinem Kopf zu betrachten. Er hatte eine Idee, was wäre, wenn ich eine kleine Oase schaffen würde direkt im Hof. Eine Ordnung, die er im Garten seiner Nachbarn zum Leben erweckte, war ein echtes Stück Meer, von allen Seiten von weißem Sand umgeben und immer mit klarem azurblauem Wasser gefüllt. Ich erinnere mich, dass ich ihnen eine ungefähre Option anstelle eines normalen Pools angeboten habe. Zunächst waren sie skeptisch. Also sagte ich, es würde nur die Materialkosten kosten und ich würde nicht einmal einen Preis für die Arbeit verlangen. Ein paar Tage später nahm die Arbeit Fahrt auf und am Ende wurde alles schön und originell. Nach ein paar Wochen wurde der Mann mit Aufträgen überschwemmt. Es stellte sich heraus, dass diese Idee erfolgreich war und viele auftauchten, die ein solches Stück Paradies auf Erden haben wollten. Der ehemalige Obdachlose gründete bald eine eigene Baufirma, um ein Schwimmbad zu installieren und das Gebiet zu sanieren. Dieses Unternehmen erwies sich als sehr erfolgreich und entwickelte sich schnell. Im Jahr 2018 verkaufte er es für $2 Millionen, doch Barry stieg nicht nur in die Riege der Millionäre auf. Bevor er seine einzigartige geistige Idee für eine riesige Summe verkaufte, gründete er das heutige Unternehmen, das sich mit der radikalen Rekonstruktion von Gärten und Räumen beschäftigt, die er in Ecken eines wahren Paradieses verwandelt. Derzeit kann sein Unternehmen einen traditionellen oder auffälligen geschwungenen Pool als Sitzbereich im Freien einrichten. Barry ist auf den Bau von Teichen, Schwimmbädern, Strandausrüstung sowie Picknickplätzen und Erholungsgebieten spezialisiert, zu denen auch Grillplätze, Volleyballplätze, Tische, Liegestühle, Sonnenschirme, Schaukeln und alles gehören können, was sich der Kunde vorstellen kann. Ich habe immer davon geträumt, so unterschiedliche und einzigartige Projekte zu realisieren, sagte Barry in einem Interview. Es geht darum, einen Weg zu finden, erfolgreich zu sein. Ich hatte einfach keine Wahl, meine Motivation überstieg alle Grenzen. Barry übernimmt herausfordernde Aufgaben wie Häuser mit sumpfigem Boden oder überflutete Höfe, das Anlegen spezieller Entwässerungen, die das Land der Nachbarn nicht beeinträchtigen, den Bau von Plattformen und die Bewältigung der Entwässerung. Das Team des ehemaligen Vagabunden besteht aus mehr als 100 Mitarbeitern, hat mehrere Niederlassungen in ganz Amerika und sein Jahreseinkommen beträgt $400.000. Barry ist reich, 33 Jahre alt, ein vorbildlicher Bürger und Familienoberhaupt. Aber wie er auch sagt, als ich im Alter von 15 Jahren obdachlos war, hatte ich keine Ahnung, was aus mir werden würde. Ich habe eine geliebte Frau und Tochter, ein großes Haus, ein teures Auto und natürlich ein Geschäft, in dem ich meine Lieblingsbeschäftigungen erledigen kann. Wenn Sie sich an den Chef erinnern, der den jungen Mann vor vielen Jahren eingestellt hat, ist Ihre Freundschaft auch nach Ihrem Ausscheiden nie zerbrochen. Es kam auch vor, dass Mick während der Krise bereits bankrott war und sich einen Job suchen musste, und er nahm Barry sofort als Partner auf, weil er sein Verständnis und seine Freundlichkeit nicht vergaß. Wie er selbst sagt, kann jeder von uns etwas bewirken. Dich selbst und dein Schicksal. Barry Hardys Leben war kein Märchen, denn bevor er Millionär und Vater einer Familie wurde, in der er heute glücklich ist, musste er eine Vielzahl schwieriger Hindernisse überwinden. Die Probleme, die das Leben ihm mit sich brachte, darunter unvollständige Schulbildung und die Notwendigkeit, auf der Straße zu leben, aber er gab nicht auf und zeigte, dass man mit Entschlossenheit, Einfallsreichtum und Ausdauer den Weg des Schicksals in eine völlig andere Richtung lenken kann. Diese Geschichte ist der beste Beweis dafür, dass es natürlich viele Hindernisse gibt, die euch in die Irre führen können, es hängt nur von uns selbst ab und das ist alles für heute. Lasst euch die Erfolgsgeschichte eines gewöhnlichen Wanderers noch einmal Revue passieren. Und wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie auch Ihr Kommentar und stimmen Sie zu, dass alles von uns abhängt. Bis bald. Weil